English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, diese wunderhübsche Riesenschlange. Ich sage jetzt mal ganz bewusst noch nicht, was es ist. Also wenn man die jetzt hier so anschaut, Boa-Python-Halter unter euch, was denkt ihr, was es ist? Also meine Kollegin hat die vor 2-3 Tagen fotografiert und hat mir ein Foto gemailt. Und habe ich echt erst 2-3 Mal hinschauen müssen. Also im ersten Moment habe ich gedacht, naja, das ist so Salmon Boa oder sowas. Ne? Das sieht ja aus wie, nicht Salmon, sondern wie Albino Salmon, also so Sunglow oder sowas. Ne? Wie eine Sunglow Boa, dachte ich auf dem Foto. Ne? Und wenn man dann aber den Kopf dazu sieht, typischer Königspython-Kopf, dann sieht man, okay, das ist natürlich keine Boa Constrictor, sondern das ist ein Königspython. In dem Fall ist es ein Banana Highway. Ne? Wir haben Banana und Highway miteinander verpaart und dann kommt diese wunderhübsche Schlange raus mit diesem orangenen Zeichnung, orange-gelbe Zeichnung. Hier vorne noch so lila mit drin. Also ein Banana Highway, finde ich eine ganz super tolle, geglückte Kombo, die wir da dieses Jahr gezüchtet haben. Bin ich mächtig stolz drauf und deswegen wollte ich die heute als Intro-Tierchen präsentieren. Bin mal gespannt, dürft ihr gern bei den Kommentaren dazu schreiben. Ohne Kopf denkt man doch tatsächlich, naja, das muss wie gesagt, so eine Sunglow Boa oder sowas sein. Interessiert mich, ob es euch auch so geht. Gerne unten bei den Kommentaren mal posten. Ich werde oft per E-Mail oder persönlich gefragt, ja Stefan, ich möchte mit Königspythons züchten anfangen. Was soll ich denn züchten? Was kann ich mir denn empfehlen? Ist für mich eine schwierige Frage, weil was soll ich denn da antworten? Ich kann ja nicht sagen, ja guck hier, Sunset Ultramale, genau das musst du züchten, da machst du dich zum Held oder da wirst du reich oder da, was weiß ich, den kannst du gut verkaufen. Ganz so einfach ist es ja nicht. Das Ganze probiere ich in der heutigen Folge ein wenig aufzugliedern, sozusagen in Small Scale, Medium Scale und Large Scale, so 3 Rubriken, möchte ich euch probieren, das Thema ein wenig näher zu bringen. Ist natürlich immer die Frage, wie ihr einsteigen wollt. Ne? Hier habe ich jetzt mal ein paar ganz einfache oder relativ einfache Morphen. Ne? Das ist ein Yellow Belly, das hier ist ein Mojave, das ist ein Enchi, das hier ist ein Pastell, ne? Klassiker. Das sind so relativ einfache Farbvarianten von den Königspythons. Wenn ihr small einsteigen wollt, kauft euch solche Tiere, entweder als Jungtiere oder vielleicht schon als adulte Zuchttiere. Da seid ihr preislich ganz Pi mal Daumen gesagt mit um die 100 € pro Tier dabei. Ihr braucht, oder ich würde euch empfehlen, immer zumindest 2 Männer zu kaufen und pro Männchen kann man 3-4 Weibchen bepaaren. Also theoretisch, wenn ihr 2 Männer habt, könnt ihr 6 bis 8 Weibchen dazu haben. Muss aber nicht so viel sein. Ihr könnt auch 2 Männer, 4 Weibchen zum Beispiel kaufen. Und dann könnt ihr mit relativ wenig finanziellem Aufwand solche einfacheren Farben oder Basic-Morphen züchten. Die lassen sich in der Regel auch nicht schlecht verkaufen. Ihr kriegt natürlich nicht wahnsinnig viel Geld dafür, aber ihr kriegt einige Euros pro Baby, kriegt ihr die sei es jetzt an Handel verkauft oder ihr könnt die auch privat verkaufen. Das sind so die klassischen Einsteigertiere. Ihr könnt die Farben miteinander verpaaren. Also wenn ihr jetzt, was weiß ich, als Beispiel den Pastell mit Mojave verpaart, dann kommt ein Viertel Pastave raus, dann habt ihr sogar schon ein wenig eine Kombo, die ist wieder gleich ein wenig mehr wert. By the way, was ich jetzt hier vergessen habe, ihr könnt natürlich auch ganz normale Klassiktiere nehmen, ne, das sind alles kodominante Morphen. Wenn ihr die Kodominanten mit einem Klassiktier verpaart, kommt 50% auch diese kodominante Farbe raus, 50% Klassiktiere. Auch Klassiktiere sind in der Terroristikbranche nach wie vor beliebt oder lassen sich abgeben. Ne? Das ist nichts. Also man kann sagen, vor
einigen Jahren war mal sowas wie eine Art, vielleicht ein bisschen Überproduktion da. Ne? Da hat es geheißen, die Klassik, die kriegst du ja gar nicht mehr los. Das ist schon lange Geschichte. Mittlerweile ist der Bedarf, ich würde sagen, mindestens so groß wie die Nachfrage. Und man kann auch Classics verkaufen. Oder ihr könnt das Ganze mit Hetero-Tieren machen. Ne? Wenn ihr Hetero-Albino, Hetero-Piebald, auch sowas kostet um die 100 €. Wenn ihr das miteinander verpaart, kommt ein Viertel der Morph oder der Farbe raus. Albino, Piebald, Clown, was auch immer. Auch das ist so für den Small Scale ein guter Einstieg. Wie gesagt, da könnt ihr mit niedrigem Budget einsteigen und euch so eine so eine kleine private Königspython-Zucht aufbauen. Die Details von der Zucht, ne, was mit was gibt was und so, wenn ich das jetzt erklären würde, das würde ja viel zu weit führen. Ne? Da haben wir die Kochstudio-Folgen, da sieht man was mit was dann dabei rauskommt. Oder wir haben die Folgen vom Ei bis zu den Eiern, wo wir die Zucht insgesamt erklären. Ne? Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Ich will euch lediglich ein bisschen zeigen, mit welchem Einsatz ihr welches Ziel erreicht. Dann hier so die mittlere Stufe. Da seid ihr beim Einsatz der Tiere, mal ganz Pi mal Daumen, bei 300 bis 500 € circa oder 300 bis 600 €, je nachdem. Da habt ihr so, das ist hier Piebald Yellow Belly, hier haben wir Clown Pastell, das ist Super Gravel, das ist ein Pastell Highway, einfach nur um Beispiele zu zeigen. Ne? Aber da gibt es, also das sind zum einen die teureren rezessiven Sachen oder vielleicht Ultramehl kann man noch mit reinnehmen, Lavender Albino oder eben die höheren Kombos, ne? Sowas in die Highway-Richtung oder vielleicht so Bongo geht noch in die Richtung, vielleicht irgendwelche teureren Bongo-Kombos und so weiter. Das würde ich alles so als Midrange oder Midscale oder welchen Term man da dafür gebrauchen soll, würde ich das sehen. Wie gesagt, im Einsatz seid ihr pro Tier dann schon bei 300 bis 600 €. Wenn wir wie vorher sagen, okay, 2 Männchen, 4 Weibchen oder sowas, das heißt, da müsst ihr dann schon 2.000, 3.000 € Investition reinstecken, könnt dann aber schon wirklich coole, interessante Sachen züchten. Und dann kommen wir noch in die High-End-Range oder in die gehobene oder Large-Klasse, wie immer wir es eben nennen wollen. Kurz zu den Tieren, ich habe jetzt hier Sunset, das hier ist dieses Patternless oder Patternless X-Projekt, das ich gerade mache. Der Sunset will gleich gehen, der fühlt sich als was Besseres, der will mit den anderen zwei nichts zu tun haben. Das hier ist Albino Mahogany, der weiß-gelbe. Mahogany ist für mich gerade wegen so interessante Geschichte, da macht man ja die Super Mahoganys draus. Da kann man probieren, so in die schwarze Richtung zu gehen. Also deswegen würde ich die wegen im Moment vielleicht auch in die High-End-Geschichte zählen, wobei die nicht einmal so teuer sind. Da sind wir preislich sogar also deutlich unter 1.000 €, zumindest als Mahogany, vielleicht nicht in Verbindung mit Albino. So Patternless Sunset, da sind wir schon bei einigen 1.000 € oder da geht es dann schon Richtung 10.000 €. Also da muss man ganz schön einen Einsatz bringen, wenn man da in der Oberliga mitspielen will. Aus dem Stegreif werden das wahrscheinlich nur die wenigsten Terrarianer können, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, ne? Wenn ich, was weiß ich, seit 1, 2 Jahren Königspythons habe und dann da gleich ein paar 10.000 € in Zuchttiere investiere. Das, wie gesagt, ob man das kann und ob das Sinn macht, ist noch die Frage. Das Tolle ist, so Sachen, sei es jetzt zum Beispiel Sunset, die verkaufen sich dann halt wirklich auch gut und einfach. Da ist dann zum Teil so, dass die Leute sogar danach suchen, wer hat den Sunset nachzuchten und eigentlich auf einen zugehen, weil sie die Tiere wollen. Da muss man gar nicht allzu lang anbieten oder wenn man was Neues hat, so Patternless oder im Moment dieses Jahr die Stranger oder dieses und die letzten Jahre waren die Strangers recht hoch im Kurs oder in der Beliebtheit. Das sind so Sachen, wo die Leute dann gezielt danach suchen. Da tut man sich dann auch mit dem Verkauf der Jungtiere relativ leicht. Ne? Speziell bei dieser
High-End-Geschichte ist es vielleicht auch so, dass gerade die Männchen teurer sind wie die Weibchen. Ne? Bei den günstigeren Königspythons oder bei den einfachen Morphen sind ja eher die Weibchen ein bisschen teurer. Das kippt bei den teuren Sachen, weil da investiert man dann viel Geld in einen sehr teuren, züchterisch edlen Mann. Ne? Also diese Bewertung der Tiere anhand dem Verkaufspreis ist natürlich immer schwierig und das ist undankbar, wenn man das so verwendet. Ne? Jedes Tier ist sicherlich gleich viel wert, aber aus züchterischer Sicht muss man das halt einfach anhand des Verkaufspreises ein bisschen festmachen. Also habt mir da oder macht mir das nicht zum Vorwurf. Wie gesagt, da investiert man vor allem für die Männer dann nochmal vielleicht speziell viel Geld. Ich habe jetzt sicherlich einige interessante High-End-Sachen vergessen. Bin mal auf eure Kommentare und Meinungen gespannt. Ne? Wenn ihr sagt, ja, aber Moment, das und das ist doch ganz oben im Preis. Da gibt es bestimmt oder definitiv gibt es andere Sachen, die ich jetzt hier nicht habe und zeige. Ja, den Stranger habe ich noch angesprochen, aber sonst gibt es bestimmt noch einige andere heiße Sachen. Ich selber, das Schwarze tut es mir gerade an, ne, mit Mahogany, Patternless. Ich versuche irgendwie, oder ich träume immer noch von schönen schwarzen Königspythons ohne Wirbelsäuleknicke, ne, wie bei Super Cinnamon oder so. Die haben ja dann die Wirbelsäuleknicke, das ist schade. Also ich hätte gerne einen pechschwarzen Königspython, der gesundheitlich überhaupt keine Probleme hat. So in die Richtung versuche ich mich vielleicht weiterzuentwickeln die nächsten Jahre. Bin auf eure Meinungen gespannt. Postet sie unten, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Channel. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, zumindest was meine Zucht betrifft. Bin ich gespannt drauf. Mal wieder ein Ball Python Thema und deswegen bleibt mir treu und checkt my balls.